kommen zum lebendigen Wort des lebendigen Gottes. Amen. Wir danken unserem himmlischen Vater vom ganzen Herzen. In Jesus Namen danken wir dafür, dass wir die Zeit haben, in seinem Wort zu verbleiben. Und dass die Zeit, die wir in seinem Wort sind, dass sie uns stärkt, ermutigt, ermuntert, dass sie unsere Ängste abbauen tut, dass wir von uns wegschauen können auf ihn, dass wir dem Jesus in die Augen schauen können, dass wir in sein Angesicht schauen können und sehen können, wie viel Macht und Kraft, wie viel Durchhaltevermögen er uns gibt, hier in der Welt zu agieren. Und es ist nicht immer unsere Sache. Unsere Sache ist oft, die Schritte zu gehen, aber es ist sein Kampf. Es ist der Kampf der Geister, der in der Welt stattfindet. Und da können wir nur dann agieren, wenn wir voll des guten Geistes sind. Dann können wir dem bösen Geist auch widerstehen, der immer wieder uns in Angst und Schrecken versetzt. Ja. Und dafür danken wir unserem Vater. Ja. Und das heißt, so fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen von dieser großen Menge. Von der großen Menge deiner Ängste. Es geht nicht um Josaphat, es geht nicht nur um die Kriegsführung, es geht um deinen Alltag, es geht um meinen Alltag. Es ist eine große Menge, die sich um dich, um mich, um uns tagtäglich lagert. Eine sehr große Menge. Die Schatten des Todes sind auf unserem Weg und wollen dich und die Deinen wegraffen. Einfach wegraffen. Und du siehst die, du kannst die gar nicht sehen, die sind da. Und du erschrickst. Aber erwache in diesem Moment, darum geht's. Erwache und richte deine Augen auf das Licht und wisse, dass der Herr dein Licht und dein Heil ist. Er ist für dich. Er ist für dich, deswegen ist er heilig für dich. Er sagt immer Ja zu dir, ja. Und du kannst dich darauf verlassen und deswegen auch ersten Schritt tun. In diesem Moment sagt dieser allmächtige Gott, du bist heilig für mich, du bist mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter. Halleluja. Und so geschah das mit Josaphat. Die zogen nicht sofort aus. Nein, es hieß es morgen. Ihr habt die Nachricht vernommen, du weißt, dass ich für dich bin. Nun schlafe. Gehe hin, leg dich hin und schlafe in Ruhe, im Frieden. Sei nicht niedergeschlagen, aber morgen in der Früh stehe auf und mache dich auf. Wir sind in 2. Chroniken, Kapitel 20, ab Vers 20. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte, hört mir zu, Juda und Bewohner von Jerusalem. Er wusste, dass die auch Angst haben. Ja, die waren geängstigt. Doch er ermuntert sie. Glaubt an den Herrn, euren Gott. Glaubt. Er ist für euch. Er hat schon für euch gekämpft. Er wird mit uns sein. Glaubt an den Herrn, euren Gott. Dann werdet ihr bestehen. Bei mir steht, setzt euer ganzes Vertrauen auf den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Ja. Glaubt seinen Propheten, dieser Asaf, ein Levit, der diese Stimme des Heiligen Geistes vernommen hat und denen mitgeteilt hat, dass Gott für die ist, dass sie sich nicht zu fürchten haben. Er sagt, glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er wusste, dass er selber vielleicht fürchtet. Und bevor sie auszogen, stellt er jetzt nach dem Ratschluss mit anderen Herren sozusagen, stellt er die Sänger und die Spieler an die Spitze des Heeres. In heiligem Schmuck steht das drin, ziehen die jetzt in den Krieg. Lieder singend vom Sieg. Obwohl die wissen, dass die in absoluter Minderheit sind und null Chance haben. Das heißt, preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig.
Ich lese das am besten vielleicht, ab Vers 21. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Das haben die gesungen. Und Vers 22, und zu dieser Zeit, das heißt in diesem Augenblick, Oiteos, sofort, sogleich, sobald sie aber auszogen in dieser Formation, mit Lobgesang und Jubelklang, sobald, das heißt in diesem Moment, Oiteos, sogleich, Gott ist gut. Und zu dieser Zeit, dass sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, die fingen erst an, ja, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammons und gegen diese Könige. Letztendlich haben die sich selber abgeschlachtet. Ja? Schürten Streit gegen in den Reihen und die haben sich einer den anderen abgeschlachtet, das ganze Heer. Und Juda, Vers 24, und Juda kam, jetzt dieser König Josaphat mit seinem Heer, kleinem Heer, und Juda kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin. Die gehen zum Aussichtspunkt, um zu schauen. Auf die Berghöhe. So wie es denen versprochen wurde. Stehe und siehe. Und sie sahen sich nach der Menge um und siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen. Niemand war entkommen. Und dann holten die ihre Beute noch ab. Ja? Und das war eine große Beute. Das heißt, das Einzige, worauf unser Gott immer wartet, was er erwarten tut, das ist unser Vertrauen. Ja. Und oft ist das so, dass er erst dann handeln kann, wo wir fertig sind mit unserer Kraft. Weil wir oft immer doch zuerst mal selbst probieren. Yeah. Wir versuchen es so lange, bis wir sehen, dass es nicht mehr geht. Und dann erst beginnen wir auf einmal nach Gott zu suchen, nach ihm zu rufen. Und darauf wartet er. Er wartet, bis wir zu ihm im Vertrauen kommen und sagen, jetzt du. Jetzt agiere genau, jetzt du. Ich bin fertig. Jetzt siehst du, ich kann es nicht weiter. Aber es wäre vielleicht gar nicht so weit gekommen, wenn wir von Anfang an ihn in diese Sache einbezogen hätten, wenn wir von Anfang an gebetet hätten, wenn wir Loblieder gesungen hätten, wenn wir einfach gefragt hätten nach seiner Antwort für diese Sache, dann wäre es vielleicht gar nicht nötig. Dann würden wir vielleicht nur noch am Boden die Leichen sehen, also gedankliche, dass man sagt, es würde für uns geklärt, von oben, aber wir wollen immer zuerst mal selber kämpfen. Ja. Und da kann Gott leider nicht mithelfen. Ich will nochmal in Erinnerung rufen, dieser Vers 12 aus den 2. Chroniken 20, Vers 12. Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und das wurde entsprechend vergütet, will ich mal so sagen. Das heißt, dass die nicht nur überleben durften, dass dieses Heer einfach von denen abgelassen hat. Nein. Die haben eine riesen Beute gemacht. Da steht, 3 Tage lang haben die ihre Beute eingesammelt und als Sieger zurück nach Jerusalem gekommen. Und noch mehr. Im Vers 29 steht, und der Schrecken Gottes fiel auf alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Und das Königreich Josaphats hatte Ruhe. Und sein Gott schaffte ihm Ruhe ringsumher. Keiner traute sich mehr. Das ist die Vorgehensweise, die du dir vormerken solltest. Es funktioniert immer nach dem gleichen Prinzip. Es ist ein Algorithmus. Tue es, du wirst Ergebnisse bekommen. Tue es nicht, du wirst andere Ergebnisse bekommen. Wenn du tust, bekommst du Ergebnisse des Heils.
Wenn du nicht tust, bekommst du Ergebnisse des Unheils. Das ist ganz einfach. Es ist Arithmetik. Und das ist wunderbar, wenn wir dann so stehen und immer wieder kommen wir in andere Situationen und denken, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Und im Psalm 50, letzter Vers, haben wir auch schon des Öfteren gelesen, aber ich denke, wir lesen das nochmal. Psalm 50, Vers 23. Es steht geschrieben, ich lese euch vor, wer Dank entgegenbringt. Wer Dank entgegenbringt. Dank heißt nicht nur Dank, sondern preisen, loben, ehren, seinen Namen hoch erheben, segnen. Das ist alles das gleiche Wort Barak. Wer Dank entgegenbringt, wer seine Augen auf mich richtet, kann man auch sagen. Wer Dank entgegenbringt, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Oder andere Übersetzung steht, dort ist ein Weg. Da gibt es auch noch Vers 14 in demselben Psalm 50 gibt es der Vers 14, steht bei mir. Nein, Dankbarkeit bringe Gott als Opfer dar. Erfülle dein Versprechen dem Höchsten gegenüber. Und dann nochmal, rufe zu mir am Tage der Not, ich helfe dir und du wirst mich neu preisen. Also das geht eigentlich vom Lobpreis zu Lobpreis, von Danksagung zu Danksagung. Weil wir loben und preisen, dann gehen wir wieder davon ab und gehen vielleicht auch unsere Wege. Aber und dann kommt wieder zur Not und dann rufen wir wieder da zu Gott und dann kommt wieder der Lobpreis. Ja? Weil wenn wir jetzt auf Gott schauen, wenn wir lernen, auf Gott zu schauen, auf allen unseren Wegen, dann wird es gar nicht anders sein, als es von Dankbarkeit, vom Lobpreis zu Lobpreis geht. Immer wieder neu. Kannst du Gott loben und preisen, weil er ist wirklich groß und wunderbar in deinem Leben und am Leben der Deinen, wenn du das nur zulässt, dass er handeln darf. Wenn wir das zulassen, dass er in unserem Leben handeln darf. Und wir müssen verstehen, warum Lob preisen. Warum haben wir Privileg, ihm zu danken? Warum haben wir Privileg, ihm Ehre zu geben? Weil dadurch richte ich meine Augen zu ihm und schließe diesen fehlenden Halbkreis. Jetzt beginnt sein Segen umso mehr in meinem Leben und in dem Leben der meinen sich auszuwirken. Und wie heißt das? Wie ist das? Das heißt, richte dein Angesicht auf mich und lobe und preise mich. Was passiert in diesem Moment? Indem ich beginne, Gott zu danken, wende ich meinen Blick auf das, was in meinem Leben gut schon war. Weil wenn ich danke, ich kann nicht nur immer für gutes Wetter danken oder für den neuen Tag, den Gott geschaffen hat. Auch das ist richtig dankeswert, eines Dankes wert. Aber ich beginne auch zu danken für das, was in meinem Leben schon gut war. Das heißt, ich beginne mich zu erinnern, wie Gott mich schon geführt hat, was für tolle Sachen ich schon erleben durfte mit ihm. Und dafür danke ich ihm dann von ganzem Herzen. Das heißt, ich werde gestärkt durch mein Dankessagen, werde ich gestärkt, weil mein Blick wird abgewendet von dem, was mir jetzt gerade Schlechtes gegenübersteht, auf das, was Gott schon in meinem Leben getan hat. So bin ich gestärkt, auch jetzt in dieser Situation, wo ich jetzt stehe, ihm aufs Neue zu vertrauen. Weil das ist nichts anderes. Mein Danksagung, er bringt mich dazu, meinem Vater Vertrauen zu schenken. Ja? Und genauso wie Josaphat gesagt hat, du bist der Herr der Himmel, du hast das alles geschaffen, du hast uns allen geholfen und uns gerettet, du hast uns heil gemacht. Und das ist das. Du hast die Kraft, du hast die Macht, ich erwarte das von dir. Und da sagt er, immer wenn wir zu dir kommen, dann hilfst du uns. So stehen wir jetzt vor dir, sag uns, was zu tun ist. Das ist dieses Erwartungshaltung. Ich danke Gott und bringe ihm mein Vertrauen entgegen. Ich weiß, dass er auch heute genauso handeln wird, wie
damals gehandelt hat. Genau, mein Vertrauen, das heißt, ich habe seine Garantie drauf. Er hat bei seinem Namen mir geschworen, dass er für mich ist. Er ist mein Anker. Hat er geschworen. Er hat gesagt, dass er für mich ist und er hat mich gerettet. So erwarte ich dieses von ihm. Ja, ich konstatiere diese Fakten, die ich bereits mit ihm schon erlebt habe, als Zusicherung, als Dank, ja, bringe ihm entgegen und erwarte dieses von ihm. Das heißt fordern, danach trachten heißt das, trachten nach dem Reich Gottes und alles wird dir hinzugetan. Fordere dieses ein, weil das dieses dir gehört. Und dieses Preis, ja? Und in diesem Moment, wo dieser Prozess quasi stattfindet, von der Lob- und Danksagung zum Anliegen bringen vor Gott, dann kommt es auch ganz anders. Dieser Abschnitt ist ganz anders als normal in unserem Leben, als normale Reaktion in unserem Leben auf Schreckensnachrichten oder irgendwelche böse Sachen in unserem Leben. Wenn wir auf diese Art handeln, durch Lobsagung zum Vertrauen, dann verbleiben wir in seiner Ruhe. Weil das sind die Entscheidungen, die dann in Ruhe getroffen werden. Überlegt und bedacht, einfach den Schritt zu machen, der Gott von dir erwartet, weil er dir helfen will. Er hat dir schon gesagt, was du zu tun hast. Wenn ich aber in Hast und Eile, mit Angst und Schrecken beginne, meine Entscheidungen zu treffen, dann weiß ich, dass ich nur in der Grube landen werde. Ja. Ich werde da keine vernünftige Entscheidung treffen können, weil ich nicht in Gott ruhe. Deswegen hat er dem Josaphat gesagt und dem ganzen Volk morgen. Morgen zieht er hin, nicht jetzt. Die hätten auch jetzt gleich hinziehen können. Nein, er hat gesagt morgen. Aber er hat denen schon heute zugesprochen. Genau. Ich werde bei euch sein, ihr müsst euch nicht fürchten. Genau. Und ich werde für euch kämpfen. Ja. Es ist nicht euer Kampf. Dass man sagt so, Gott sagt uns zu und er lässt uns ruhen darin. Und das ist wunderbar, dass wir nicht hastig durchs Leben laufen müssen und nur noch kämpfen, sondern wir dürfen ruhen in der Gewissheit, dass er für uns kämpft. In dieser Gewissheit dürfen wir einfach Ruhe bewahren. In dem Status eines Heiligen, so wie wir besprochen haben. Und dieser Dankerbringung, das ist noch ein ganz interessanter Kontext zum Abschluss. Wenn ich Dank entgegenbringe, das impliziert alles, was wir jetzt besprochen haben. Das ist wunderbar, kann man Halleluja sagen, und es ist noch mehr drin. Und Dank entgegenbringen, Lob preisen heißt, haben wir schon, glaube ich, einmal betrachtet, aber als zur Erinnerung, auf Spanisch heißt alabar. Alabar, das heißt Loblieder singen, danken, preisen, loben, ja, alles mit inbegriffen, nicht nur Lieder singen. Und Abar, Abar ist hebräisches Wort und arabisches Wort auch. Al-Abar heißt entgegenbringen oder opfern in biblischem Vokabular. Entgegenbringung. Und das ist wunderbar. Ich habe mal Kontext von Al-Abar angeschaut. Al-Abar, loben, preisen. Ja. Und das heißt transformieren. Das ist mir erst jetzt gekommen, habe ich jetzt gerade dran gedacht. Das heißt, wo du gesagt hast, das verändert unsere Angst in die Zuversicht. Das heißt, die Schatten des Todes kommen auf. Ja, diese Menge, die gegen mich heraufgezogen ist, Menge an Problemen, die ist da. Und ich schaue die an und mir graut davor. Ich weiß gar nicht wo und wie. Und indem, dass ich beginne zu loben, zu preisen, so wie im Psalm 50 gelesen haben, Vers 23, dort ist ein Weg. Das heißt, in diesem sinne ich nach und dadurch erfolgt ein Prozess der Veränderung, der Angst, des Schreckens, der Zweifel, der Sorgen in die Zuversicht. Kannst du das sehen? Ja. Transformation. Ja? Das heißt, diese Energie, die mich vernichten wollte, dadurch, dass ich beginne zu preisen, zu loben, wandelt sich zu 180 Grad, wie eine Weiche auf der Eisenbahn, rübergestellt,
Früher gab es solche, heute ist ja alles elektronisch. Aber früher so diese Riesenweichen, zack, ja, andere Direktion wird jetzt gefahren. Die Spur Dieses, wird umgelegt. genau, Die Spur. anderen Weg wird eingeschlagen. Diese Angst, jetzt schaue ich der gleiche Angst in die Augen und die Zuversicht keimt in mir, beginnt in mir Wurzel zu treiben und je mehr ich beginne zu loben, zu preisen dafür, dass er bereits, dass er für mich ist, dass er das für mich vollbracht hat und ich weiß, dass er für mich ist und ich erwarte das von ihm und ich fordere das von meinem Vater, weil ich es weiß und keiner wird mich davon abbringen, umso mehr gewinne ich Zuversicht. Das ist genauso wie David in seinen Psalmen getan hat. Ja, er konstatiert die Fakten, er verneint sie nicht, nein, 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 er verneint sie nicht. Er sagt, bringt sie vor Gott. Er bringt sie vor Gott und sagt, aber ich weiß, du bist es, du bist mein Herr. Ja? Und genauso, und das ist allabar, das ist nicht nur transformieren, sondern in dem Moment überschreite ich diese Linie, der Angst, der Zweifel, das Unmündigsein, der Unfähigkeit, der Dunkelheit, alles was da, der Krankheiten, alles, überschreite ich diese Linie, diese Grenze, wo ich im Unheil, die Grenze vom Unheil zum Heil, überschreite ich diese Linie. Und das ist in diesem hebräischen Kontext drin, heißt übertraspassar, das heißt überschreiten eine Grenze. Überschreiten eine Linie, überschreiten meine Grenzen des Flusses als Abgrenzung. Das ist das, was Josua damals, womit er mit sich selber gekämpft hat, wo er über den Jordan mit dem ganzen Volk hätte ziehen sollen. Und Gott spricht zu ihm und sagt, fürchte dich nicht, habe keine Angst, ich bin mit dir. Ja? Gehe du und dein ganzes Volk, das heißt du und die Deinen, über diesen deinen Jordan. Und wie gingen die dann rüber? Habe ich jetzt gerade gedacht. Der Jordan machte sich nicht einfach auf und zack, marschieren den. Nein, nein, nein. Erst, wo sie rangekommen sind. Genau, ja. Er sagt, wo der Fuß von den Trägern, von Bundeslade, oder? Von den Priestern, wo das Fuß ins Wasser tritt. Wo der Fuß, er hat ihn nicht gesagt, er sagt, geht. Ja, er hat gesagt. Er hat gesagt, geht, die wussten es gar nicht. Die gehen, aber Fluss fließt, das ist ja großer Fluss und tief, wie sollen die gehen, Strömung. Er sagt, geht. Und die gehen und in dem Moment, wo die Füße das Wasser berühren, teilt sich der Fluss, die gehen auf dem Trocken. Aber die Aktion im Vertrauen, das heißt heilig. Denke dran. Ja? Halleluja. Das war eine gute Botschaft. Und hat mich aufgebaut. Und in dieser Ruhe, wünsche man, in dieser Ruhe durch Danksagung, möchte man, dass du einkehrst, dass du mit den ganzen Sorgen des Alltags einfach vor Gott kommst, ihm Dank entgegenbringst und einfach die Ruhe findest für dich, um klare und richtige Entscheidungen für dein Leben zu treffen, für dein und die Deinen. Und das wünschen wir dir vom ganzen Herzen und das wünschen wir auch uns, weil Gott ist groß und mächtig und er wird handeln.